Hallo und herzlich willkommen bei CaseKing TV. Viele Jahre ist es inzwischen her, dass ein neuer Brand den CPU-Kühlermarkt betrat und sehr erfolgreich und groß wurde, Xigmatech. Der 12380er, hier sehen wir ihn, ist eines der Debütprodukte von Xigmatech gewesen. Er legte den Grundstein für eine ganze Reihe von CPU-Kühlern. Hier sehen wir einige Modelle aus der aktuellen Kollektion. Darüber hinaus bietet Xigmatech inzwischen einige andere Produkte an, unter anderem Netzteile, Gehäuse und Lüfter. Doch zunächst zum 12380er. Diese reine Zahlenfolge bezeichnet bereits die grundlegenden Konstruktionsmerkmale dieses Kühlers. 12 steht für den Lüfter, 120 mm, 12 cm, also ein sehr großer Lüfter. Darüber hinaus die 8 und die 3 für die Heatpipe-Konfiguration. 8 für den Durchmesser, und zwar 8 mm Heatpipes und 3 an der Anzahl. Der Kühler schlug vor allem deshalb so ein wie eine Bombe zu jener Zeit und hatte viele Testsiege errungen, weil er einige sehr besondere Konstruktionsmerkmale aufwies. Hierzu zählt zunächst die Anordnung der Heatpipes am Boden. Und zwar nennt Xigmatech diese Technologie Heatpipe Direct Touch. Xigmatech hat die selbst entwickelt, wurde später von einigen anderen auch übernommen. Hierbei sind die Heatpipes nicht in einen Kühlblock am Boden eingelassen, sondern liegen direkt auf der Wärmequelle auf, in dem Fall der CPU. Dies hat den Vorteil, dass die Wärme sehr direkt aufgenommen wird und an den Kühlkörper weitergeleitet wird. Eine sehr leistungsfähige Konstruktion, die die grundlegende Basis für die hohe Leistungsfähigkeit des 1283 legte. Eine weitere Technologie, die zu jener Zeit sehr innovativ war, ist die Entkopplung des Lüfters. Andere befestigen den Lüfter mit Klammern oder mit Klemmen. Xigmatech hat hier diese Gummipins befestigt. Damit ist der Lüfter kann etwas vibrieren, etwas schwingen auf dem Kühler und überträgt deshalb die natürlich auftretenden Schwingungen durch die Rotation nicht an den Kühlkörper. Eine Lösung, die sehr leise ist und damit eben auch für Silent-Systeme optimal geeignet ist. Eine weitere Technologie, die gerade zu jener Zeit noch sehr innovativ war, ist der Anschluss, nämlich 4-Pin PWM. So, hier sehen wir ihn. Gegenüber den 3-Pin-Modellen hat dieser den Vorteil, dass der Lüfter damit steuerbar ist. Er lässt sich also variabel vom Mainboard regeln, je nachdem wie viel Hitze da gerade entwickelt wird auf der CPU. Hohe Belastung, schnellere Drehzahl, geringe Belastung, entsprechend weniger und damit sehr schön leise. Eine sehr flexible Regelung, die keine manuellen Nachsteuerungen benötigt und deshalb sehr bequem ist. Diese Technologien im Gesamtpaket waren, wie gesagt, die Basis dafür, dass dieser Kühler so erfolgreich war und zum Stammvater für diese ganze Reihe wurde. Als unmittelbaren Nachfolger in der heutigen Zeit würde ich den Balder sehen, auch hier ein 12380er Kühler, also vom Grundaufbau her ganz ähnlich, 12 cm Lüfter, 3 Heatpipes, 8 mm im Durchmesser. Wenn wir diese beiden nebeneinander stellen, fällt doch sofort auf, dass sich um eine deutlich abweichende Konstruktion handelt. Ein anderer Lüfter, in dem Fall mit einer leicht transparenten Struktur, auch in schwarz, aber ebenso leicht durchschimmernd. Darüber hinaus ist dieser beleuchtet, also auch sehr viel schicker. Sehr viel schicker ist auch der gesamte Kühlkörper, und zwar im Gegensatz zum puren Aluminium und zum offenstehenden Kupfer von den Heatpipes, ist der gesamte Kühler hier silber vernickelt. Sieht sehr schön aus, glänzt sehr schön, auch im Gehäuse mit Beleuchtung, sieht sehr attraktiv aus. Eine weitere Neuerung sehen wir hier oben, während der ursprüngliche 12380er nur die Installation von einem Lüfter erlaubte. Es befindet sich hier gegenüber ein zweites Paar von diesen Aussparungen für die besagten Gummipins, sodass auch auf der Rückseite ein weiterer 120er installiert werden kann. Sorgt entsprechend für mehr Strömung und damit für eine bessere Durchlüftung und schließlich für mehr Kühlung. Soweit zum Balder. Als aktuelles Topmodell der E-Gear. Der ist dann nochmal deutlich schwerer, deutlich massiver, hat einen, wie man oben sehen kann, sehr viel größeren Kühlkörper mit entsprechend größerer Kühlfläche. Auch hier an sich ein 120 mm Lüfter, ganz ähnlich zum besagten Balder, aber eine Technologie, die mit dem Thor's Hammer erstmals Einzug hielt, nämlich Dual Layer Heatpipe Direct Touch. Während die bisher genannten Kühler nur eine Lage von Heatpipes hatten, die entsprechend direkt auflag, besitzt der E-Gear 2 Lagen. Natürlich können da nicht beide direkt aufliegen, sondern die unterste Lage. Aber um die Kühlleistung weiter zu steigern, besitzt eine zweite, darüber befindliche Lage, um noch mehr Wärme zum Kühlkörper transportieren zu können. Direkt aufliegen, dabei diese 4 und darüber entsprechend nochmal weitere. Das aktuelle Topmodell
entsprechend für High-End-Anwendungen genau das Richtige, wenn es um richtig viel Kühlung geht, zum Beispiel für Overclocking. Am genau anderen Ende des Einsatzspektrums setzt der Loki an, ein kleineres Modell für 92 mm Lüfter. Ich habe in dem Fall mal abgelassen, um die besondere Elementstruktur sehen zu können, leicht gewellt. Die sorgt dafür, dass die Luft optimal durch den ganzen Kühlkörper strömt und damit mehr Wärme aufnehmen kann. Der Loki richtet sich hier an Anwender, die eine sehr preiswerte, eine sehr preisgünstige Lösung suchen, mit vergleichbar hoher Kühlleistung. In dasselbe Horn quasi blasen diese beiden Kühler hier vorne. Wir sehen hier den Apache, hier den Durin. Dies sind im Gegensatz zum Loki noch für Modelle, also für Gehäuse geeignet, die besonders flach oder nicht besonders breit sind. Also kleine Tower oder eben HTPC-Gehäuse zum Beispiel. Der Apache hat ein blütenförmiges Design, wo die Lamellen den Lüfter umschließen. Ein etwas älteres Modell, gibt es schon eine ganze Weile im Programm. Ein Nachfolger mit noch höherer Leistungsfähigkeit ist der Durin. Den sehen wir hier. Hat auch wieder direkt aufliegende Heatpipes, sogar 8 mm Röhren, also sehr vergleichbar groß. Zwar nur 2 in der Anzahl, aber lasst euch nicht durch die Anzahl irritieren. Die 8er sind sehr viel leistungsfähiger als die 6 mm Röhren. Ebenso, sehr interessant, wie auch hier der entkoppelte Lüfter mit den besagten Gummipins. Eine sehr schöne, sehr preiswerte Lösung und damit gerade für günstige HTPC-Gehäuse die optimale Wahl. Ja, wie ihr sehen konntet, Xigmatech bietet eine ganze Reihe von sehr interessanten Produkten an, kann schon auf eine lange Historie zurückblicken. Viele Modelle konnte ich jetzt gar nicht mit aufführen, weil das Sortiment schon so derartig groß geworden ist. Ein kleiner Überblick, wie gesagt, unter Garantie ist auch für euch das Richtige dabei, egal ob es nun High-End sein soll, ein leistungsfähiger Kühler für alle Bereiche oder eben ein besonders flacher Kühler für euer HTPC-Gehäuse. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bald könnt ihr auch wieder neue Modelle sehen, denn Xigmatech bietet ja noch einige andere Bereiche an, wie ich bereits gesagt habe. Dann stellen wir an dieser Stelle noch die Gehäuse von Xigmatech vor. Hier dann einen Überblick. Seid also gespannt. Bis bald. Tschüss.